Das Wort ist Name. Der Herr sei mit euch. Dragi frati e sestre, liebe Schwestern und Brüder, wir proposavamo di danes na tretniče, pete post nedelje, da skupni sveti naši za vse naše štiri fare, danes smo tukaj v Bleibergu. Ich darf euch zur Vorabendmesse recht herzlich begrüßen, zum 5. Fastensonntag kommt, wo wir bedrückt sind, wo wir merken und spüren, dass die Last des Lebens, die Last der Krankheit nicht auf unseren eigenen Gliedern, sondern wohl auf der ganzen Welt ist. Doch še enkrat pozdravljeni sestre in bratje, zavedajmo se, da je Bog sredi med nami, čeprav da je težko praznovati, se zavedamo, da je On tisti, ki nam daje tudi v krenkih trenutkah našega življenja dovolj moči in spremstva. In besonderer Weise wollen wir auch wieder beim heutigen Gottesdienst alle mit hereinnehmen, die erkrankt sind an dem Virus, all jenen, denen es nicht gut geht, die zu den Leben der Kranken zu erleichtern. Mit hereinnehmen wollen wir auch all jene, die Wartende sind auf den Befund, Wochen große Ängste haben, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben und schon auf finanzielle Hilfe und Zuschüsse. Weise nehmen wir auch mit herein unsere Kinder und Schüler, die jetzt eine besondere Situation haben, zu Hause in die Schule zu haben, für die es nicht einfach ist, wenn der Kontakt zu den Enkeln unterbrochen ist. Hereinnehmen in den Gottesdienst wollen wir aber auch alle helfen, sondern auch beten. Ich möchte noch einmal erinnern, auch, dass wir jeden Tag um 20 Uhr, um 8 Uhr am Abend die Glocken läuten und uns einladen zu einem gemeinsamen Gebet zu Hause. Ich möchte auch schon heute gleich jetzt am Anfang, bevor ich wieder ein technisches Gebrechen ist, sagen, dass die nächste Heilige Messe dann am Palmsonntag übertragen wird um 8:30 aus Maria Elend. Dass sie dann jetzt dann für die Karwoche, dann mit dem Palmsonntag beginnt, auch in der kommenden Woche von der Diözese ein Feierheft bekommen wird und werdet, wo ihr dann auch Hauskirche im wahrsten Sinn des Wortes auch machen könnt. Hauskirche bedeutet auch, sich Zeit nehmen für das gemeinsame Leben, für gemeinsames Reden, aber auch für Spielen und auch für das gemeinsame Beten. Ich hoffe, dass es auch klappt, dass wir haben das gestern, Felix hat uns mitgeholfen, das Pfarrplan gemacht für alle 4 Pfarren, sollte im Laufe der Woche dann auch. Imamo danes na skupno svetu našem, mislim, da je Bog smo zbrani k molitvi in da je Jezus Kristus križan vsemogočnemu Bogu. In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustu in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Fehler und Sünden nach
Er führe uns zum ewigen Leben. Gospodus milice, Gospodus milice, Christus milice, Christus milice, Gospodus milice, Gospodus milice. Molimo, Gospod naš Bog, tvoj sin se iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, bomo v taki ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim. Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns mit seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr auch leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Berilo stigne vas iz vaših bogov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Poznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše bogove in vas stignem iz vaših bogov, o moje ljudstvo. Svojega duha delim v vas, da boste oživeli in vas spet postavim na vašo zemljo. Sedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod, govoril in storil, govori Gospod. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, weil der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat,
Slava ti Christus, slava ti Christus, slava ti Christus, Božja beseda. Slava ti Christus, slava ti Christus, slava ti Christus, Gospod z vami, der Herr sei mit euch. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas Lazarjeve sestri poslali Jezusu sporočilo: Gospod, gre tisti, ki ga ima žrad, je bolan. Ko je Jezus to slišal, je rekel: ta bolezen ni za smrt, ampak v Božjem času, da po njej bo poveličan Božji sin. Jezus je ljubil Marto in sestro in Lazarja. Ko je to slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, je rekel. Zato je rekel učenicam: pojdimo spet v ljudi. Ko je to Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že 4 dni. Marta je teda rekla: Jezus, Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl. A tudi zdaj vem, da mi bo Bog dal takole to zaprosti. Jezus je rekel: tvoj brat bo vstal. Marta mu dala, vem, da bo vstal ob stajenju poslednji dan. Jezus je rekel: jaz sem stajenje in življenje. Ravno zato je preživel tudi človek. Vsak, ki živi in vame veruje, večno naj ne bo umrl. Veruješ v to? Odgovorila mu je: da, Gospod. Trdno verujem, da sem ti Kristus, Božji sin, ki sam sin vera v to. Da weinte Jesus. Wiederum Juden sagten, seht, wie er gelebt hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann auch nicht verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, jetzt ist ja bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann nahm sie den Stein weg. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Bindern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu den Menschen: löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Christus Sohn Evangelium. Dragi bratia und Schwestern, liebe Schwestern und Brüder. Zanimivo je, da ravno za peto post nedeljo slišimo te besede iz Matejevega evangelija vsako 3. leto. In ne vem, ampak mislim, da je to res izredno lepe besede, ki veljajo tudi ravno za situacijo, v kateri mi živimo. Uživamo v našem svetu, po našem svetu, tudi v naši deželi, državi, bolezen, smrt, trpljenje. To
Careblon, che te sestra chi so, žalovali na mimo, slike iz naših krajev, posebno pa iz sosednje Italije in Španije, kako ljudje ležijo po bolnicah in kako jih potem peljejo, če so umrli v velikih kolonah in sploh ne vidijo rešitev. Tudi mi smo v enem stanju, ker vemo, zdaj šele 14 dni, kar to traja in da bo še trajalo. Da nismo še tako nekoč na koncu te poti, ampak da bomo še dolgo iti. Če smo danes tukaj zbrani k sveti maši in vi, ki poslušate in tudi vidite preko socialnih sredstev, da je najprej trpel in da je najprej umrl. Da je pred veliko močjo vsakokrat tudi veliki pet, da bo konec trpljenja, da bo vstajenje, da bo veliko noč, tudi novo življenje za nas. Gerade zu diesem Sonntag, zum 5. Fastensonntag, das Evangelium nach Matthäus vorgelesen wird, gerade in diesen Tagen und Wochen erleben wir viel Schmerz und Leid. Bei uns in unserem Land, aber noch darüber hinaus ist es noch viel, viel schlimmer. Benachbarten Italien und Spanien. Mich trifft es in besonderer Weise, weil ich diese Gegenden recht gut kenne. War zu Fuß unterwegs, der Lombardei, auch in Spanien natürlich. Immer wieder, wenn ich auf Urlaub fahre, fahre ich auch in diese Städte oder zumindest an ihnen vorbei, wo jetzt das große Leid ist, die großen Schmerzen und auch die große Trauer und auch viel an Hoffnungslosigkeit. Es schaut momentan noch so aus, als ob hier in Österreich noch so die Insel der Seligen werden, aber ich glaube, der Schein drückt. Die anderen sind es nur einen Schritt auch noch, oder vielleicht 2 Schritte im Leiden voraus. Es werden noch schwere Tage kommen, auch für uns. Wir merken und spüren es an den Zahlen, die hinaufschauen. Und das, so scheint es nach oben, keine Grenze ist. Dennoch gilt es in diesen Tagen und Wochen zusammenzustehen. Was auch die Nachbarn gemacht haben, die zu Maria und Martha gekommen sind, um die beiden Schwestern zu trösten über den Verlust ihres Bruders, darüber, dass eben ihr Bruder verstorben ist. Die Menschen haben schon immer gespürt, dass es gut ist, wenn man gerade in traurigen Situationen zueinander steht. Wenn man füreinander da ist, wenn man helfende Hände und ein offenes Herz hat. Wir merken und spüren auch in unserem Leben und auch gerade auch in den letzten 14 Tagen, dass neben der Hoffnungslosigkeit, neben dem Leid, aber auch vieles an Guten geschieht. Dass Menschen zu Helfenden werden, dass Junge und Alte, auch wenn sie nicht nebeneinander stehen können, doch ganz nahe miteinander verbunden sind. Dass man von neuem wieder lernt, rücksichtsvoll zu werden, dass man merkt und spürt, wie schön es ist, dass die Menschheit sich ergänzen und helfen. Als Christen sind wir eingeladen, zu beten, zu trösten und zu helfen. Und mitzuwirken, dass aus dem Dunkel wieder Licht wird. Mit unserem Leben, indem wir den der leidende Herr geht mit und lässt uns auch in diesen Tagen und Wochen nicht allein. An seinem Leben und an seinem Leiden und Sterben dürfen auch wir uns aufrichten. Stanimo zdaj bomo skupno našo verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od svetega leta, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil mrtev in položil. Šel pred tretji dan od mrtvih vstal. Šel je desna, seveda resnici Boga Očeta Vsemogočnega, od onega prišli sodi in svetlo. Verujem je
вечна живление. Просимо се дай да нашата жития да закупаме, да позна наша страни, на наша живление по Бога къде. Maria i Marta stažarovali okrog rajnega brata Lazarja. Potolažim se, ki v teh dneh objokujejo smrt sorodnika ali znanca in se zaradi epidemije ne morejo posloviti od njega tako, kakor bi želeli. Prosim, Oče, sliši nas. Marija in Marta sta bratu Lazarju v njegovi zadnji uri stali ob strani. Usmili se prebivalce v naši sosednji državi Italiji, ki svojim Sliši nas. Marta je v svoji duševni stiski prišla do vere, da je Jezus vstajenje in življenje. Utrdi v teh dneh krize tudi našo vero in ne daj, da bi obupali. Prosim, Oče, sliši nas. Komm uns zur Hilfe nun, dass sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörige und Freunde vor Ansteckung. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen bringen zu können. Höre unser Rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns Wege aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns unsichtbar werden. Höre uns rufen, o Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, in diesen Tagen und Wochen, wo wir sehr betroffen sind, erhöre unsere Bitten und Anliegen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Volite frati e sestre da possiamo continuare a spendere la sua Prvo došli poučil si nas v krščanski veri, s to navitve pa nas tudi očisti grehov, o Kristusu, našem Gospodu. Der Herr sei mit euch. Ergeben die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, ihr Herr, der Vater, mächtiger, ewiger Gott, niemand überall zu gehen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Türen der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Različno sistemsko naš Bog bil vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu darove, da nam postavijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, vzel kruh, se zahvalil, da vas Bogu dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Ebenso nahm er nach dem Heiligen Kelch, dankte wiederum, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Scriu nostri Tvojos благословия, о Господь, Ты даешь Твоем Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveliča. Prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi, združi, da bomo vsi. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spokojni ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jožetom in vsemi, ki služijo Bojka. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Prosimo te, usmili se nas vseh, no večnem življenju skupaj z Božjo Matko Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, te pohvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, temu vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Unser kirchliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Oče naš, ki se v nebesih, tako na zemlji, daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehove, kakor tudi mi odpuščamo. Herr Jesus, schau nicht auf die Fehler und auf unsere Sünden. Schau auf unseren Glauben, den Glauben der Kirche. Schenk uns allen Einheit und Gospodo mir, nebo vedno z vami, Frieden des Herrn für alle Zeit mit euch.
Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Isa Christus aber possedime, Delo Christus aber felice, Christus aber laborime, Volia strani Christus aber verime, Capeni Christus aber otterime, Podobi Jesus uslišime, v svoj vani sredime, v tebi ne pustime, Podobi zahvalite, na veke veke. Gospa Boja, Mati Boja, Tebe se zahvaljujem in da se ti danes kaže, i danes posveti svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce. Celo pozornost, ker se tvoje Hvala in pravimi, kako svoje laski posveti. Jezus, čeprav si bil nedolžen, si zdržal vsako stisko, ki ti je bila naložena. Bil si trpečen, zasmehovan in strnjen krvjo, lahko zdržan. Daj nam razumeti, kako majhno je v primerjavi s tem, kar si ti za vsakega od nas pretrpel. Do konca v velikih bolečinah si molil za odpuščanje za te, ki so ti to storili, ki si za naše grehe umrl na križu. Podeli nam potrebno moč, da odpustimo soljudem, če delujejo proti nam in nam pomagajo, da ne izgubimo zaupanje vate. Jesus, obwohl du unschuldig warst, hast du jede dir auferlegte Qual ertragen. Du wurdest misshandelt, verspottet und mit Dornen gekrönt. Geduldig und in Demut hast du ausgeharrt. Hilf uns, dass wir die Dornen, die uns in unserem Leben verletzen, aushalten können. Lass uns verstehen, wie minimal sie im Vergleich zu dem sind, was du für jeden Einzelnen von uns durchlitten hast. Bis zuletzt, unter großen Schmerzen, hast du um Vergebung für jene gebetet, die dir all das angetan haben, und bist für unsere Sünden am Kreuz gestorben.
Schenk uns die nötige Stärke, um unseren Mitmenschen zu vergeben, wenn sie gegen uns handeln, und hilf uns, das Vertrauen in dich nicht zu verlieren. Molimo, Bog naš Oče, zaužili smo telo in kri Tvojega Sina. Ne vedno ostanem Udjes Kremotu seinen Segen bitten. Wir wissen, dass wir gerade das in diesen Tagen und Wochen in ganz besonderer Weise brauchen. Wir, die wir hier versammelt sind, als Pfarrgemeinden, besonders aber auch all jene, denen es nicht gut sind, die Schmerzen haben, die krank sind, die aber auch große Sorgen haben, die vielleicht auch schon überlastet sind als Pfleger und Pflegerinnen und Ärzte. Sie brauchen Kraft. I on veliko moči, da bi nas okrepčal in nam dal tudi upanje, da ob koncu trpljenja bo le zmaga. Po dolgem velikem petku in bo še tako dolg, bo le velika noč, bo novo življenje, kjer je on mrtvih vstal. Darf ich noch einmal einladen, am kommenden Sonntag, dann wenn wir beim Sonntag begehen, zu Hause oder in Familie, dass ihr das Segensgebet sprecht, ihr bekommt die Unterlagen, dass dieser auch bei euch zu Hause rauskommt und man gemeinsam noch isst, wo die Familie zusammen ist. Ich wünsche euch dafür Gottes Segen und alles Gute. Dort byłamy w Marszu, wo opowiem von Podgoriach in 8:30, also ist der Livestream am kommenden Sonntag aus Maria Elend. Gospod z nami, der Herr sei mit euch. So segne, stärke und führe uns durch diese schwierige Zeit. Der mächtige und lebenspendende Gott, von Oče, Sin, Sveti, pojmite v miru, ki je ti in Frieden.